In diesem Video werden wir so ein Herz häkeln mit festen Maschen im Strickstich mit senkrechten Verlauf. Und zwar, ich habe schon in einem anderen Video gezeigt, wie festen Maschen im Strickstich mit senkrechten Verlauf gehäkelt werden. Dabei wird, ich zeige mit dem bereits fertigen Teil, dabei wird nicht direkt in die Mitte eingestochen, so, sondern ein bisschen unter diesem unter diese rechte Hälfte der Masche. Wenn wir so einstechen beim Häkeln von festen Maschen im Strickstich, dann entsteht ein senkrechten Verlauf, also die Maschen verschieben sich nicht und das Muster sieht einfach schöner aus. Der Link zum Video mit der Erklärung von festen Maschen im Strickstich mit senkrechten Verlauf lasse ich dann unter diesem Video, damit Sie auch das ansehen können. Ansonsten, wie gesagt, sticht man am besten mit dem Haken nach unten unter diese Hälfte, das ist fast in der Mitte, aber ein bisschen die Hälfte zur Seite schieben und einstechen. So. Und jetzt kommen wir zur Erklärung des Herzens. Ich häkele hier mit dieser Wolle, Young Colors Epic und Häkelnadel Nummer 5. Man kann dieses Herz zum Beispiel und dieses Herz habe ich mit Catania gehäkelt und Häkelnadel Nummer 3. Und das Herz wird dabei natürlich kleiner. Und aus Epic und mit Häkelnadel Nummer 5 wird das Herz natürlich größer. Die Größen werde ich auch unter diesem Video angeben und Material auch. So. Und zuerst zum Ablauf. Es werden zuerst diese zwei oberen Hälften des Herzens gehäkelt. Und dann werden die hier in der Mitte verbunden und als ein Teil weiter nach unten mit Abnahmen gehäkelt. Und die Abnahmen werden seitlich gemacht. Und jetzt beginnen wir mit dem Häkeln des Herzens. Und zwar, wir schlagen 5 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4, 5. Und die erste Runde wird mit normalen, natürlich festen Maschen gehäkelt. Eine feste Masche in die zweite Luftmasche von der Häkelnadel aus. 2 feste Maschen in die weiteren 2 Luftmaschen der Luftmaschenkette und 2 feste Maschen in die letzte Luftmasche der Luftmaschenkette. Und dann wenden wir die Arbeit und häkeln von der anderen Seite der Luftmaschenkette. Und zwar einfach 3 festen Maschen in die 3 Luftmaschen der Luftmaschenkette von der anderen Seite. Hier. So. Und dann ab der zweiten Runde beginnen wir mit dem Häkeln von festen Maschen im Strickstich. Das Häkeln von der zweiten Runde kann ein bisschen schwierig sein, weil das die erste Runde mit festen Maschen im Strickstich, aber das ist machbar. Und zwar, wir machen eine Zunahme in die erste feste Masche der Vorrunde.
Die Zunahme machen wir natürlich auch im Strickstich. So stechen wir in die Mitte bzw. beim senkrechten Verlauf ein bisschen seitlich, aber noch schon in der Mitte. Noch in der Mitte hier. Also es entstand eine Zunahme und dann 2 festen Maschen im Strickstich in die weiteren 2 festen Maschen der Vorrunde. Und dann wieder machen wir eine Zunahme in die nächste Masche, eine Zunahme im Strickstich, 1, 2 festen Maschen in die Mitte der nächsten festen Maschen und wieder eine Zunahme im Strickstich in die nächste feste Masche. So, also wir haben 2 Zunahmen gemacht, 1, 2 und dann häkeln wir wieder 2 festen Maschen im Strickstich in die weiteren 2 festen Maschen der Vorrunde und in die letzte feste Masche häkeln wir eine Zunahme im Strickstich, 1, 2, so, das war die zweite Runde. Die dritte Runde wird auch mit Zunahmen gehäkelt. Wenn Sie möchten, können Sie den Anfang der Runde mit dem Maschenmarkierer markieren oder einfach die Maschen zählen. Das geht auch. Also in der dritten Runde machen wir eine Zunahme bei so einer Wolle, wo viele Fäden verbunden sind, könnte das Häkeln von festen Maschen im Strickstich ein bisschen schwierig sein, weil diese Fäden, die gehen dann auseinander, aber man kann natürlich eine andere Wolle nehmen, wo diese Fäden nicht so, wie gesagt, nicht so liegen. So, und zwar, wir machen eine Zunahme in die erste feste Masche der zweiten Runde und dann 4 festen Maschen im Strickstich in die weiteren 4 festen Maschen der Vorrunde. In die weiteren 4. So. Und dann wieder machen wir 2 Zunahmen. Eine Zunahme in die nächste feste Masche im Strickstich und eine Zunahme wieder in die nächste feste Masche im Strickstich. Also es entstanden dann 2 Zunahmen und dann wieder 4 festen Maschen im Strickstich in die weiteren 4 festen Maschen der Vorrunde. 4 und eine Zunahme in die letzte feste Masche der Vorrunde. So, und nach der dritten Runde sind bei uns 16 Maschen entstanden und weiter häkeln wir 2 Runden ohne Zunahmen oder Abnahmen, einfach 16 festen Maschen in der vierten Runde und 16 festen Maschen in der 5. Runde im Strickstich. Ich zeige das dann, wie das gemacht wird. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so 16 bis zum Ende der Runde, vierte Runde, und nochmal 16 bis zum Ende der fünften Runde. Hier habe ich schon diesen Teil vorgehäkelt. So, das sind die 5 Runden, und die letzten vierte und fünfte habe ich einfach mit 16 festen Maschen im Strickstich gehäkelt. Und weiter machen wir so, dass bei dem, wenn wir den ersten oberen Teil häkeln, dann schneiden wir den Arbeitsfaden ab und befestigen einfach mit einer Kettmasche, schließen die Runde mit einer Kettmasche, schneiden den Faden ab und befestigen den Faden. So, und wenn wir auf gleiche Art und Weise den zweiten oberen Teil häkeln, dann lassen wir den Arbeitsfaden, schneiden wir nichts ab und schließen die Runde nicht ab. Also bei dem ersten Teil wird die Runde geschlossen in die erste feste Masche, ganz normal mit einer Kettmasche, und bei dem zweiten Teil wird die fünfte Runde nicht geschlossen. Dann legen wir die zwei Teile nebeneinander. Ja, am besten der erste Teil mit dem geschlossenen, mit der geschlossenen Runde auf der Innenseite legen, hier. Und da wir den zweiten Teil direkt in der Mitte seitlich beendet haben, müssen wir den Faden nicht abschneiden und wir können einfach weiter die zwei Teile verbinden. Das wird auf diese Weise gemacht. Wir machen eine Abnahme, das heißt, wir häkeln zwei feste Maschen zusammen und dabei stechen wir die erste feste Masche in die Mitte der ersten festen Maschen des zweiten Teils, zweiten oberen Teils. Das ist der Teil, wo wir den Faden nicht abgeschnitten haben, und die zweite feste Masche im Strickstich in die erste feste Masche des ersten oberen Teils. So, und dann häkeln wir diese zwei festen Maschen und natürlich die Schlinge auf der Häkelnadel zusammen. Also, so einfach haben wir jetzt die zwei Teile verbunden, und wir können diese weiter als ein Teil häkeln. Und zwar, wir häkeln 15 festen Maschen in diesen ersten oberen Teil, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Natürlich alles im Strickstich mit senkendem Verlauf. 11, 12, 13, 14 und 15. Das war der erste obere Teil. Und von der anderen Seite müssen wir die zwei Teile auch verbinden, damit kein Loch entsteht. Und wir machen das auf folgende Art und Weise. Man könnte eigentlich in die gleiche feste Masche, in die Mitte von der gleichen festen Masche einstechen und dann in die Mitte von dem zweiten oberen Teil einstechen und diese zwei festen Maschen genauso zusammen häkeln. Aber diese feste Masche befindet sich ein bisschen weit, deshalb stechen wir
einfach unter diese ausnahmsweise nicht im Strickstich, sondern ganz normale feste Masche, also in die Masche, wo wir das Häkeln des ersten Teils beendet haben. Und dann stechen wir in die Mitte der genau die gleichen festen Maschen bei dem zweiten Teil. Also in diese feste Masche haben wir auch die zwei Teile von der anderen Seite verbunden. So, jetzt die zwei Teile verbunden. Also das heißt nochmal zur Erinnerung, dass wir beim Verbinden von der anderen Seite in die feste Masche des ersten Teils einstechen und in die Mitte der festen Maschen des zweiten Teils, wo wir die zwei Teile verbunden haben von der anderen Seite. Und dann häkeln wir 15 festen Maschen im Strickstich in die festen Maschen des zweiten Teils bis zum Ende der Runde. Das heißt, bis zur ersten Abnahme dieser Runde, wo wir die zwei Teile verbunden haben. Ganz normal im Strickstich bis zum Ende der Runde. So, jetzt sind wir am Ende der Runde angekommen. Das ist diese Abnahme, das wir am Anfang der Runde gemacht haben und die zwei Teile verbunden haben. Und jetzt sind die zwei Teile komplett verbunden von beiden Seiten. Es entsteht, es könnte ein bisschen hier ein kleines Loch entstehen. Dieses Loch kann man nach 2-3 Runden dann mit diesem Faden von dem ersten Teil, von dem ersten oberen Teil zusammenhäkeln, zusammennähen von der Rückseite. Also diese kleinen Löcher, die beim Verbinden der zwei Teile entstanden haben, kann man ganz einfach mit dem restlichen Faden von dem ersten oberen Teil zusammennähen. Nach 2-3 Runden, also nicht unbedingt jetzt. So, die zwei Teile sind jetzt verbunden und jetzt müssen wir die zwei seitlichen mittleren Maschen hier und hier mit jeweils 2 Maschenmarkierern markieren. Einfach so gerade legen die Teile und gucken, welche Maschen sind jetzt hier. Die mittleren. Diese Masche und diese Masche. Das sind die zwei mittleren Maschen von einer Seite und von der anderen Seite diese Masche und diese Masche. So, jetzt haben wir die mittleren seitlichen Maschen markiert und wir können die zweite Runde des unteren Teils des Herzens weiter häkeln und weiter wird mit Abnahmen an diesen Stellen gehäkelt. So, und jetzt weiter häkeln wir die zweite Runde des unteren Teils, nachdem wir die mittleren seitlichen Maschen markiert haben, wie folgt.
Wir überspringen die erste Abnahme der Vorrunde, mit der wir die zwei Teile verbunden haben, und häkeln festen Maschen im Strickstich in die festen Maschen, also jeweils eine feste Masche in eine feste Masche der Vorrunde bis zu den ersten beiden Maschenmarkierer seitlich. Also bei mir sind das 6 festen Maschen im Strickstich. Bei Ihnen könnte eine andere Maschennummer sein, hier von den markierten Maschen, beziehungsweise eine andere Maschenanzahl. So, 6 festen Maschen bei mir im Strickstich. Und dann machen wir eine Abnahme hier seitlich an den 2 markierten Maschen. Wir nehmen dann Maschenmarkierer ab und machen eine Abnahme. Ganz normal 2 festen Maschen im Strickstich zusammenhäkeln. So. Und weiter häkeln wir festen Maschen im Strickstich ohne Abnahmen und Zunahmen bis zu den beiden anderen Maschenmarkierer am anderen Ende. Bei mir sind das 14 festen Maschen im Strickstich. Bei Ihnen könnte eine andere Maschenanzahl sein. Hauptsache, Sie haben die mittleren, genau die mittleren Maschen seitlich markiert, damit die Abnahmen genau in den Mitten seitlich verlaufen. Also und beim Häkeln, diesen bei mir 14 festen Maschen im Strickstich, überspringen wir diese Abnahme, die zweite Abnahme der Vorrunde, mit der wir die beiden Teile von der anderen Seite verbunden haben. Diese Abnahme wird übersprungen und es wird einfach weiter gehäkelt bis zu den beiden weiteren Maschenmarkierer in der Mitte von der anderen Seite. Wenn Sie mit den Festmaschen im Strickstich noch nie gehäkelt haben oder selten, dann empfehle ich, ein bisschen locker zu häkeln. Dann klappt es mit dem Einstechen besser. Und wenn das nicht klappt, man könnte dann eventuell nicht die empfohlene Häkelnadel für Ihre Wolle nehmen, sondern die Häkelnadel, die ein bisschen größer ist, zum Beispiel in meinem Fall 5,5 oder Nummer 6. Dann klappt mit dem Einstechen im Strickstich besser. Also nachdem wir bis zu den beiden anderen Maschenmarkierer gehäkelt haben, nehmen wir die ab und machen wieder eine Abnahme, ganz normal 2 festen Maschen zusammenhäkeln. So, eine Abnahme und dann häkeln wir bis zum Ende der Runde festen Maschen im Strickstich ohne Abnahmen. Sie können auch wiederum den Anfang der Runde mit dem Maschenmarkierer markieren oder einfach die Maschen zählen. Bei mir sind das wieder 6 festen Maschen im Strickstich bis zum Ende der Runde. So. So, das war die zweite Runde des unteren Teils. Und ich empfehle die Maschenmarkierer, also die Abnahmen dieser Runde mit dem Maschenmarkierer zu markieren. So, dann wird das Häkeln der nächsten Runde ein bisschen besser klappen. Also man erkennt dann die Abnahmen besser, wenn man die mit dem Maschenmarkierer markiert hat. Und die dritte Runde des unteren Teils häkeln wir wie folgt.
wieder festen Maschen im Strickstich bis zur Abnahme der Vorrunde, die wir jetzt mit dem Maschenmarkierer markiert haben. Bei mir sind das wieder 6 festen Maschen im Strickstich. Bei Ihnen könnte auch eine andere Maschenanzahl sein. Ich häkele hier ein bisschen fest, so wie ich es sehe. Am besten häkelt man feste Maschen im Strickstich ziemlich locker. So, ja, 6 festen Maschen im Strickstich und wir sind bei der ersten Abnahme der Vorrunde angekommen und wir machen wieder eine Abnahme, nehmen den Maschenmarkierer ab und machen die Abnahme wie folgt. Wir stechen in die Mitte der Abnahme der Vorrunde, am besten in die Mitte diese obere feste Masche der Abnahme. So, ich hoffe, dass man das gut sehen kann, in die Mitte der oberen festen Masche der Abnahme und in die Mitte der nächsten festen Maschen der Vorrunde. So, wie man sieht, ist eine Abnahme entstanden, die wir in die Abnahme der Vorrunde und in die nächste feste Masche gehäkelt haben. So, und dann häkeln wir festen Maschen im Strickstich bis zur zweiten Abnahme der Vorrunde. Bei mir sind das 12 festen Maschen im Strickstich. So, und wenn wir bei der zweiten Abnahme ankommen, müssen wir die wieder eine Abnahme häkeln. Beziehungsweise bei der zweiten Abnahme der dritten Runde häkeln wir, bis es eine feste Masche bis zu dieser Abnahme übrig bleibt. Ich habe das auch in der PDF-Datei erklärt. Können Sie das nochmal nachschauen. Also wir sehen, dass bis zu der zweiten Abnahme eine feste Masche übrig geblieben. Wir nehmen den Maschenmarkierer ab und häkeln eine Abnahme. Eine feste Masche in die nächste feste Masche und eine feste Masche in die Mitte der nächsten Abnahme. Und die beiden häkeln wir zusammen und es entsteht eine Abnahme. Und dann häkeln wir festen Maschen im Strickstich bis zum Ende der Runde. Bei mir sind das wieder 6 festen Maschen im Strickstich bis zum Ende der Runde. So. Die letzte feste Masche im Strickstich und die dritte Runde ist entstanden. Das ist die dritte Runde des unteren Teils. Sehen wir, dass wir mit Abnahmen seitlich die Abnahmen seitlich gemacht haben und wir bringen wieder die Maschenmarkierer an die Abnahmen, die wir in dieser dritten Runde gemacht haben. So. Und wir häkeln die vierte Runde wie folgt weiter. Wir machen in der vierten Runde wieder die Abnahmen seitlich, und zwar wir häkeln festen Maschen im Strickstich, bis es eine feste Masche bis zur ersten Abnahme der Vorrunde übrig bleibt. Bei mir sind das 5 festen Maschen im Strickstich.
So. So, wir sehen, es ist eine feste Masche bis zur ersten Abnahme übrig geblieben ist. Wir nehmen den Maschenmarkierer ab und häkeln die erste Abnahme dieser Runde wie folgt. Eine feste Masche im Strickstich in die nächste feste Masche und eine feste Masche im Strickstich in die erste Abnahme der Vorrunde. Und wir häkeln die beiden zusammen. So, wir haben eine Abnahme gemacht, die erste Abnahme der vierten Runde, dann häkeln wir bis zur zweiten Abnahme der Vorrunde festen Maschen im Strickstich. Bei mir sind das 12 festen Maschen. Also in der vierten Runde häkeln wir die Abnahmen, die festen Maschen im Strickstich bis zur zweiten Abnahme. Bei mir sind, wie gesagt, das 12 festen Maschen im Strickstich. So. Und wir haben festen Maschen im Strickstich direkt bis zur zweiten Abnahme der Vorrunde gehäkelt. Nehmen wir den Maschenmarkierer ab und häkeln die zweite Abnahme der vierten Runde wie folgt. Eine feste Masche in die Mitte der zweiten Abnahme der Vorrunde und eine feste Masche in die Mitte der nächsten festen Maschen und wir häkeln die beiden zusammen. Und dann häkeln wir festen Maschen bis zum Ende der Runde. Das sind bei mir 5 festen Maschen im Strickstich. So, die vierte Runde ist fertig. Und weiter häkeln wir wie folgt. Wir wiederholen die dritte und vierte Runde. Das können Sie nochmals in der PDF-Datei anschauen. Wenn Sie im Video das nicht so gut verstanden haben oder wenn Sie ausgedruckt haben möchten. Und wir wiederholen, wie gesagt, dritte und vierte Runde mit den Abnahmen seitlich. Sie können ja die Abnahmen markieren oder so lassen. Und wir wiederholen dritte und vierte Runde bis zur 13. Runde. Mit dem Stopfen, mit der Füllwarte, beginnen wir jedoch nach der 8. Runde des unteren Teils. Wir stopfen, ich zeige das weiter auch, wir stopfen diese Teile dann nach der 8. Runde und dann nach der 9., 10. stopfen wir dann weiter. Und hier zu diesem Loch oder kleineren Löcher, hier in der Mitte, wo wir die beiden Teile verbunden haben, habe ich schon gesagt, mit Hilfe der dicken Nähnadel können wir die beiden Teile verbinden bzw. zusammennähen mit diesem Faden, was übrig von dem ersten oberen Teil geblieben ist. Jetzt habe ich die Nähnadel nicht genommen, aber man kann dieses Loch schon jetzt oder diese kleinen Löcher zusammennähen, weil nach dem Stopfen wird dann die Füllwarte könnte man dann sehen, deshalb am besten diese kleinen Löcher zusammennähen und dann einfach diese dritte und vierte Runde wiederholen bis zur 13. Runde. Ich zeige jetzt kurz doch, wie man das Loch in der Mitte zusammennäht.
Ich habe jetzt Nähnadel, also dicke, ganz dicke Nähnadel genommen und mit diesem Faden, was von der ersten oberen Teil übrig geblieben ist, stechen wir einfach durch die Maschen der letzten Runde des oberen Teils beziehungsweise der beiden oberen Teile, so, und nähen einfach die beiden Teile beziehungsweise die Löcher, die dabei entstanden sind, zusammen. Und von der Vorderseite kann man das eigentlich nicht sehen. Und die Löcher sind zusammengenäht mit 2-3 Stichen. Und den Faden kann man dann im Inneren des Herzens verstecken. So, jetzt habe ich bis zur 8. Runde gehäkelt und wir beginnen nach der 8. Runde mit dem Stopfen. Ich wollte nur kurz zeigen, wie man das am besten macht. Und zwar, natürlich beginnen wir mit dem Stopfen zuerst von diesen oberen Teilen, die wir als erste gehäkelt haben. Und wenn wir stopfen, dann können wir das mit dem Griff von der Häkelnadel machen und die Füllwatte gleichmäßig verteilen, dass sie ziemlich dicht da liegt. Allerdings, wenn Sie ein plattes Herz haben möchten, dann am besten nicht so fest stopfen. Und wenn das Herz gestopft ist, dann kann man das immer noch mit den Fingern formen und das Herz ein bisschen platter machen. Und dann stopfen wir den zweiten oberen Teil. So. Und dann wieder mit dem Griff der Häkelnadel die Füllwatte verteilen, gleichmäßig. Man kann somit auch das Herz formen, wenn man das mit der Füllwatte stopft, dann kann man das auch gleichzeitig formen, wie Sie möchten, wie die oberen Teile aussehen und wie dieser Übergang, ob es platter oder ausgeprägter sein muss. Das entscheiden Sie, indem Sie mehr oder weniger Füllwatte verwenden. Ich verwende immer viel Füllwatte. Ich finde, dass die dickeren Herzen besser aussehen als ein plattes Herz, aber das können Sie entscheiden. Zum Beispiel als Taschenbäumler kann man vielleicht ein bisschen platteres Herz machen. So, jetzt haben wir ziemlich viel Füllwatte verwendet und können dann weiter die Wiederholungen von 3. und 4. Runde machen bis zur 13. Runde. Dabei nach jeder Runde oder nach jeder 2. Runde das Herz weiterhin stopfen. Also hier, wenn das Herz dann weiter wächst, dann wird es weiter gestopft und geformt mit den Fingern. So, nachdem wir bis zur 13. Runde gehäkelt haben, ist ein Herz entstanden und wir müssen nur dieses Loch, wir haben also 6 Maschen übrig, wir müssen nur dieses Loch zusammen nähen, beziehungsweise wir nehmen eine dicke Nähnadel und wir schließen zuerst natürlich die letzte Runde mit einer Kettmasche. Faden abschneiden und befestigen und mit einer dicken Nähnadel ziehen wir den Faden
restlich gebliebenen Faden durch die vorderen Maschenhälften der letzten Runde und somit schließen wir das Loch. So. Durchziehen, schließen wir das Loch. Man kann auch noch zwischen den Maschen einstechen, damit keine Löcher nach dem Ziehen entstehen. Also einfach zwischen den Maschen einstechen und den Faden immer wieder ziehen. Dann schließt sich die Öffnung komplett und alle Löcher um die Öffnung herum werden somit geschlossen. So, und dann Faden im Inneren verstecken und abschneiden. So, und das Herz ist jetzt fertig.